diesen Koloss an. 40 Tonnen Stahl und Ladung, die mit 80 Stundenkilometern über den Asphalt donnern. Die kinetische Energie dieser Masse ist gewaltig. Sie entspricht etwa 20 Mittelklassewagen, die gleichzeitig in eine Mauer einschlagen. Alles, was diese zerstörerische Kraft im Zaum hält, sind ein paar dünne Schläuche und Leitungen unter dem Chassis. Und jetzt stell dir das Worst-Case-Szenario vor. Eine dieser Leitungen reißt. Ein lautes Zischen. Der Druck entweicht in Sekundenbruchteilen. Wäre das hier dein Auto, würde die Bremse jetzt versagen. Das Fahrzeug würde ungebremst weiterrollen. Ein tödliches Geschoss. Aber beim Lastwagen passiert physikalisch das genaue Gegenteil. Die Räder blockieren schlagartig. Rauch steigt auf. Der Wagen wirft automatisch den Anker. Er bremst nicht, obwohl er kaputt ist. Er bremst, weil er kaputt ist. Die umgekehrte Logik. Genau das ist der geniale Trick, den Ingenieure bei schweren Nutzfahrzeugen anwenden. Sie haben die Logik der Bremse umgedreht. Luft wird hier nicht primär genutzt, um den Wagen zu stoppen. Sie wird genutzt, um ihm überhaupt zu erlauben, zu fahren. Um dieses lebensrettende System zu verstehen, müssen wir uns ansehen, warum Hydraulik bei 40 Tonnen versagt und warum Luft, obwohl sie weich ist, die brutalste Kraft entfesseln kann, die wir im Straßenverkehr kennen. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir entschlüsseln die Technik, die unsere Welt zusammenhält. Wenn du verstehen willst, wie Ingenieure physikalische Probleme lösen und nicht nur an der Oberfläche kratzen willst, dann ist das hier dein Kanal. Abonniere jetzt, um keine Analyse mehr zu verpassen. Hydraulik versus Pneumatik, das Spritzenprinzip. Um das Paradoxon zu lösen, schauen wir zuerst unter die Haube eines normalen Autos. Fast alle Personenkraftwagen nutzen Hydraulik. Das Prinzip ist simpel und seit Jahrzehnten bewährt. Du hast ein geschlossenes System voller Öl, der sogenannten Bremsflüssigkeit. Stell dir das wie eine Spritze vor, die mit Wasser gefüllt ist. Wenn du hinten drückst, kommt vorne sofort Wasser raus. Flüssigkeiten lassen sich physikalisch kaum komprimieren. Sie sind wie eine feste Stange aus Material. Wenn du vorne auf das Pedal drückst, wird dieser Druck 1:1 an die Bremszylinder an den Rädern weitergegeben. Das ist perfekt für leichte Fahrzeuge. Es gibt dir ein direktes Feedback im Fuß. Du spürst genau, wie stark die Bremse greift. Aber Hydraulik hat eine fatale Schwäche, die bei schweren Lasten nicht tolerierbar ist. Ein Leck bedeutet Totalausfall. Bei einem 2 Tonnen schweren Geländewagen ist das Risiko kalkulierbar. Es gibt meist 2 getrennte Bremskreise. Wenn einer ausfällt, rettet dich der andere. Aber stell dir dieses System bei einem 40 Tonnen schweren Sattelzug vor. Ein Zugfahrzeug. Ein langer Anhänger. Dazwischen flexible Schläuche, die täglich an- und abgekoppelt werden. Die hydraulischen Leitungen wären extrem lang. Der Druck müsste gigantisch sein, um diese Masse zu stoppen. Und an den Kupplungen würde ständig Öl austreten. Sobald auch nur ein Tropfen Öl fehlt oder eine Blase Luft ins System kommt, würde der Druck zusammenbrechen. Ein 40-Tonner ohne Bremsen ist keine Maschine mehr. Er ist eine Naturkatastrophe auf Rädern. Der Wechsel zur Luft. Ingenieure mussten also das komplette Konzept der Bremse neu denken. Sie brauchten ein Medium, das unendlich verfügbar ist. Umgebungsluft. Und sie brauchten ein System, das bei einem Defekt nicht ausfällt, sondern in einen sicheren Zustand wechselt. Statt Öl nutzen wir also Luft. Das System nennt sich Druckluftbremsanlage. Aber Luft hat ein physikalisches Problem. Sie ist ein Gas. Und Gase lassen sich komprimieren. Sie sind weich. Wie verwandelt man also ein weiches, federndes Gas in eine Kraft, die 40 Tonnen Stahl an einer Gefällestrecke stoppen kann? Der Federspeicher, die gespannte Waffe. Die Antwort liegt in einem Bauteil, das an jedem Truckrad sitzt. Der sogenannte Federspeicher-Bremszylinder. Stell dir diesen Zylinder vor wie eine gespannte Waffe. Das Herzstück jedes Trucks ist der Kompressor, der direkt am Motorblock sitzt. Er arbeitet wie eine Lunge. Er saugt Umgebungsluft an, verdichtet sie extrem stark und presst sie in große Stahltanks, die meist seitlich am Rahmen des Trucks hängen. Dort herrscht ein Arbeitsdruck von etwa 8 bis 12 bar. Das ist enorm viel Energie, die dort gespeichert wird. Aber hier beginnt das große Missverständnis. Viele glauben, wenn der Fahrer auf die Bremse tritt, schießt diese Luft in die Bremse und drückt die Backen an das Rad. Das ist zwar bei der normalen Betriebsbremse richtig, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das eigentliche Sicherheitsnetz funktioniert genau andersherum. Stell dir vor, der Lastwagen steht nachts auf einem Parkplatz. Der Motor ist aus. Die Lufttanks sind leer. Was hält den Wagen fest? Es ist keine Luft.
Es ist eine massive, extrem starke Stahlfeder im Inneren des Bremszylinders. Diese Feder drückt permanent mit brachialer Gewalt gegen die Bremsbeläge. Sie presst die Beläge an die Bremstrommel. Das bedeutet, der natürliche Zustand eines Lastwagens ohne Energie ist Stillstand. Er ist blockiert. Er kann sich keinen Millimeter bewegen, weil die Physik der Feder ihn festhält. Wenn der Fahrer morgens den Motor startet, passiert Folgendes. Der Kompressor beginnt zu arbeiten. Der Druck in den Tanks steigt. Und jetzt kommt der geniale Moment. Die Luft strömt in den Zylinder und kämpft gegen die Feder. Sie drückt gegen die Stahlfeder. Der Luftdruck ist so stark, dass er die Feder zusammendrückt und zurückspannt, wie beim Spannen einer Armbrust. Erst wenn genug Luftdruck da ist, um die Feder komplett zurückzudrücken, lösen sich die Bremsen. Das typische Zischen, das man oft hört, wenn ein Truck losfährt, ist genau dieser Moment. Die Bremse wird nicht aktiviert. Sie wird freigegeben. Fail-safe, wenn die Leitung reißt. Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Katastrophenszenario vom Anfang. Wir sind wieder auf der Autobahn. 80 Stundenkilometer. Die Leitung reißt. Die Luft entweicht zischend aus dem System. Der Druck fällt schlagartig ab. Was passiert im Bremszylinder? Der Gegendruck für die massive Stahlfeder verschwindet. Die Luft kann die Feder nicht mehr zurückhalten. Die Physik übernimmt das Kommando. Die Feder entspannt sich explosionsartig und knallt mit ihrer gesamten gespeicherten mechanischen Energie gegen die Bremse. Die Räder blockieren. Der Lastwagen bremst automatisch. Nicht, weil der Fahrer reagiert hat. Nicht, weil ein Computer einen Befehl gegeben hat, sondern weil das System physikalisch so gebaut ist, dass es ohne Luftdruck nicht rollen kann. Das nennt man in der Ingenieurswissenschaft Fail-safe. Ein System, das bei einem Fehler in einen sicheren Zustand fällt. Beim Auto wäre ein Fehler das ungebremste Weiterrollen ein unsicherer Zustand. Beim Lastwagen ist der Fehler das sofortige Blockieren, der sichere Zustand. Die Nuance: normales Bremsen. Natürlich ist das System in der Realität noch etwas komplexer. Es gibt nicht nur die Notbremse. Es gibt auch die normale Betriebsbremse, die du an jeder Ampel benutzt. Wenn der Fahrer während der Fahrt nur leicht bremsen will, lässt er nicht die Luft aus dem Federspeicher ab, denn das wäre viel zu ruppig. Stattdessen nutzt er ein zweites Kammersystem im gleichen Zylinder. Wenn er auf das Pedal tritt, schickt er dosierte Druckluft hinein. Das ist wie beim Auto. Mehr Druck im Pedal bedeutet mehr Bremskraft. Lässt er das Pedal los, entweicht diese Arbeitsluft und die Räder drehen sich weiter. Aber im Hintergrund lauert immer der Federspeicher. Wie ein Wachhund. Sobald der Gesamtdruck im System unter einen kritischen Wert fällt, meist etwa 4 bar, wacht der Federspeicher auf und wirft den Anker. Das Niesen des LKW Lufttrockner. Es gibt noch ein weiteres Detail, das du sicher schon oft gehört, aber nie verstanden hast. Das laute, rhythmische Psch an der Ampel. Manchmal klingt es wie ein Niesen des Lastwagens. Das ist kein Fehler und auch kein Bremsvorgang. Das ist der Lufttrockner. Da wir normale Umgebungsluft ansaugen und komprimieren, haben wir ein Problem. Feuchtigkeit. In der Luft ist immer Wasser. Wenn wir Luft komprimieren, kondensiert dieses Wasser. Wasser in einer Bremsleitung ist der natürliche Feind des Mechanikers. Erstens verursacht es Rost. Zweitens, und viel gefährlicher, im Winter würde dieses Wasser gefrieren. Ein Eispropfen in der Bremsleitung würde bedeuten, dass keine Luft mehr zum Federspeicher kommt. Die Bremse würde sich nicht mehr lösen lassen. Deshalb hat jeder moderne Truck eine Kartusche mit Granulat, durch die die Luft gepresst wird. Dieses Granulat saugt die Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm. Aber irgendwann ist der Schwamm voll. Dann schickt das System einen kurzen Luftstoß rückwärts durch den Filter, um das Wasser nach draußen zu blasen. Das ist das Psch, das du hörst. Es ist das Geräusch eines Systems, das sich selbst wartet. Warum nicht im Auto? Und Bridge. Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn dieses System so sicher und genial ist, warum nutzen wir es dann nicht in unseren Autos? Wäre es nicht besser, wenn auch dein Auto bei einem Leck automatisch bremsen würde? Die Antwort liegt in der Natur der Luft selbst. Erinnerst du dich? Gase sind komprimierbar. Wenn du bei einem Lastwagen auf das Bremspedal trittst, passiert nichts sofort. Die Luft muss erst durch meterlange Leitungen strömen. Sie muss in den Zylindern erst komprimiert werden, bevor sie genug Kraft aufbaut, um die Mechanik zu bewegen. Das dauert zwar nur Millisekunden, aber es ist spürbar. Man nennt das Brake Lag oder Bremsverzögerung. Bei einem 40-Tonnen-Truck ist das akzeptabel, weil er ohnehin träge reagiert. Ein erfahrener Fahrer plant diese Zehntelsekunde ein.
aber in einem modernen Sportwagen im dichten Stadtverkehr? Das Bremsgefühl wäre schwammig. Es wäre unpräzise. Du würdest auf das Pedal treten und erst einen Augenblick später würde der Wagen reagieren. Hydraulik ist hart, direkt und sofort da. Pneumatik ist unglaublich stark und sicher, aber sie ist ein wenig langsamer. Außerdem ist da der Platzbedarf. Ein Kompressor, riesige Lufttanks, dicke Bremszylinder. In einem Lastwagen ist im Rahmen genug Platz dafür. In einem Kleinwagen müsste man den Kofferraum opfern, nur um die Bremstechnik unterzubringen. Die Druckluftbremse ist am Ende ein perfektes Beispiel dafür, wie Ingenieure Kompromisse eingehen müssen. Sie opfern das direkte Bremsgefühl und den Bauraum für etwas, das bei 40 Tonnen viel wichtiger ist: absolute Ausfallsicherheit. Sie haben akzeptiert, dass Maschinen kaputt gehen können. Und statt zu versuchen, ein unzerstörbares System zu bauen, haben sie ein System gebaut, das sein eigenes Versagen nutzt, um Leben zu retten. Wir verlassen uns täglich darauf, dass diese Giganten neben uns an der Ampel zum Stehen kommen. Aber jetzt weißt du, welche massive Mechanik dahinter